Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Smart Home. Heute gibt es leider wieder nur ein Demo. Wer mir auf den diversen Social Media Plattformen folgt, hat mitbekommen, dass ich mir die Woche im Action diese LSC Smart Home Geräte gekauft habe. Einmal einen Bewegungsmelder und dann nochmal eine Glühlampe und eine Steckdose. Das Ganze läuft normalerweise über eine App bzw. Cloud über Tuya. Bei den batteriebetriebenen Geräten ist es so, dass man diese nicht in den IO-Broker über den Tuya-Adapter integrieren kann, sondern die einzige Möglichkeit, die einem bleibt, ist Tasmota oder ESP-Easy auf die Geräte zu flashen und die dann so mit dem IO-Broker über MQTT zu verbinden. Den Hinweis, dass das mit Tasmota funktioniert, habe ich in der IO-Broker Facebook-Gruppe gefunden und habe mich dann im Microcontroller-Forum durchgelesen. Die Einstellungen für den PIR habe ich auf GitHub gefunden. Nach kurzem Überlegen, wollte eigentlich den Bewegungsmelder wieder zurückgeben, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze für euch mal zu testen. Also den Bewegungsmelder aufgeschraubt, geht eigentlich ganz einfach. 5 Drähte dran gelötet, mit dem FTDI-Adapter Tasmota drauf geflasht und getestet. Wie man sieht, funktioniert es zwar, aber noch nicht hundertprozentig so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es funktioniert. Das Problem zurzeit ist, wie ihr seht, es wird einfach nur angezeigt, dass der Power-Datenpunkt aktualisiert wurde. Das bedeutet dann, dass der Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Die Pausen zwischen zwei Auslösungen beträgt circa 1 Minute, was relativ lang ist, wie ich finde. Aber okay. Das Problem bei dem Ganzen ist, irgendwelche Einstellungen zu verändern, weil sich der Bewegungsmelder immer nur für ein paar Sekunden einschaltet und sich dann sofort wieder ausschaltet. Also hat man keine Möglichkeit, sich über die Web-Oberfläche auf das Gerät einzuloggen und irgendwelche Einstellungen zu verändern. Deswegen habe ich jetzt das Ganze einfach mal so gelassen. Ich wollte ihn jetzt nicht nochmal auseinanderbauen und die Drähte dran löten. Ist schon etwas spät, wie ihr seht. Vielleicht habe ich irgendeinen Parameter falsch gesetzt. Vielleicht gibt es auch noch irgendeine andere Möglichkeit, wie man das Ganze umstellt, dass er vielleicht auch mal online bleibt, damit man die Parameter ändern kann. Aber ich weiß es zurzeit nicht und ja. Das Ganze funktioniert auch mit den Türkontaktsensoren. Alles, was ihr dazu braucht, um Tasmota drauf zu flashen, ist wie gesagt ein FTDI-Adapter und einen Lötkolben. Für all die Leute, die keinen Lötkolben haben, vielleicht einfach ein bisschen warten. Vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, dass es dann auch mit dem Tuya-Adapter im IO-Broker funktioniert. Aber zurzeit gibt es den nicht, deswegen einfach vielleicht ein bisschen warten. So, das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche gibt es wieder ein normales Tutorial. Diese Woche komme ich einfach nicht dazu. Deswegen einfach nur diese kurze Demo, damit ihr seht, dass ich am Leben bin und weiter für euch Sachen teste. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß mit eurem Smart Home. Bis zum nächsten Mal.